viel wieder auf die Beine gestellt. Aber diese Zeit, man war auch so verwirrt, weil von heute auf morgen war alles anders. Ich weiß das auch in der Gemeindevertretung, keiner kannte die Gesetze. Jetzt solltest du Entscheidungen vorbereiten, ne? Ja, wie machst du es nur richtig? Dann, nee. Wir haben gesessen bis Mitternacht und länger, um da irgendwas zu entwickeln, Konzepte. Und die Betriebe mussten sich jetzt erstmal neu finden und mussten mit den Eigentumsverhältnissen klarkommen. Denn die Bauern, die waren einige überrascht, dass sie noch Bodeneigentümer waren. Das ist manchmal komisch. Naja, jedenfalls hatten die dann ja ihren Boden und konnten sich entscheiden, was sie damit machen. Entweder sie verpachten das, dem Betrieb, der übrig bleibt, oder sie nehmen das zurück und machen selber, oder sie verkaufen ihr Land. Die das damals gleich verkauft haben, die haben natürlich schlecht abgeschnitten. Die hätten Geduld haben müssen. Heute ist es ja ein Vielfaches Mehrwert. Also das war schon eine total unruhige Zeit. Zumal auch diese neuen Strukturformen, die waren ja gar nicht so geläufig. Und dann waren natürlich die Berater aus dem Westen alle hier und haben den Bauern viele Möglichkeiten empfohlen und die sollten dann entscheiden, wie ihr zukünftiger Weg aussehen soll. Bei uns hier war das so, dass die Tierproduktionsbetriebe ihre Flächen wieder zurückgenommen haben und als runder Betrieb jetzt wirtschaften, heute noch, auf Ortsebene kann man sagen, bis auf Ausnahmen, die dann auch noch überörtlich Flächen haben. Aber es gab kaum Bestrebungen, zur eigenen Betrieb einzurichten, weil die Betriebe oder die Flächen waren ja klein. Die hatten 5 Hektar, 7 Hektar, 2 Hektar. Da kann heute keiner einen Betrieb, um davon zu leben. Das wird nichts. So, und haben die meisten ihr Land verpachtet an die jeweilige Eigentumsform. Ob nur eingetragene Genossenschaft oder GmbH oder was dann alles so möglich war. Das Schlimmste war, neben diesem Finden, was notwendig war zur zukünftigen Struktur, dass die Arbeitskräfte entlassen wurden. Bei uns waren das ungefähr hier 90% der Leute, die nach Hause geschickt wurden. Der ganze Reparaturbereich, die Werkstätten, die konnten ja noch selber reparieren. Heute wird ja nicht mehr repariert, heute werden ja nur Baugruppen ausgetauscht. Ne? Hier wurde ja noch alles repariert. Die Betriebsküchen, die Kulturhäuser, also alles, was so den sozialen Bereich anging, das war von heute auf morgen weg. Und die Leute waren zu Hause und haben nach anderen Möglichkeiten gesucht. Und am schlimmsten fand ich, dass die Männer mit 55 Jahren nach Hause geschickt wurden. Die haben sich finanziell nicht schlecht gestanden, weil das so allmählich mit angeglichen wurde, ihre damaligen Verdienste, bis sie das Rentenalter erreicht hatten. Aber nun stellen Sie sich mal vor, ein Mann mit 55 sitzt zu Hause und die Frau hat vielleicht noch das Glück, dass er arbeiten kann. Das ist eine Katastrophe in der Familie. Die werden nicht mehr gebraucht. Die waren so lange der Stabilitätsfaktor der Familien, auf einmal will die keiner mehr haben. Und wo gehst du hin auf dem Land? Es war ja in dem Moment, war ja nichts greifbar. Es gab keine anderen Arbeitsplätze. Schwerin ist eine Beamtenstadt, da konnten die Bauern auch nicht hin. Da hat sie wohl keiner erwartet. Da. So, dann sind natürlich einige, die dann eine Möglichkeit in Hamburg gefunden haben, die entweder jeden Tag gefahren sind, 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, ist auch, das muss man erstmal aushalten, oder sie waren die Woche über da und kamen nur am Wochenende nach Hause, das ist für die Familie auch nicht förderlich. Also auch davon hing eigentlich ab, dass dieser ganze Freizeitbereich, kulturelles Leben da einen totalen Einschnitt gekriegt hat. Ich weiß es hier vom Klützer Winkel, also um Gadebuscher Ecke. Das ist der fruchtbarste Boden von Mecklenburg-Vorpommern. Hohe Bodenwertzahlen, hohe Ertragsfähigkeit, da ernten sie über 100 Dezitonnen Weizen. Den kaufen sich Vielmann und der.
für 20.000, 25.000 Euro den Hektar. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann kein Landwirt mit seiner Arbeit erwirtschaften. Wenn der auf dem Hektar vielleicht, naja, die machen vielleicht ein bisschen mehr Gewinn als wir hier, lass den 800 Euro oder was auf dem Hektar, wie lange muss er wirtschaften um 25.000 Euro? Ist nur Geldanlage und Sicherheit für irgendwelche Spekulanten. Und das wird von der BVVG noch unterstützt. Das war nicht in Ordnung. Und ich bin überhaupt der Meinung, der Boden darf nicht Privateigentum sein. Der Boden muss allen gehören. Das kann nicht sein, dass sich einige wenige diesen Naturschatz einfach aneignen. Boden und Bodenschätze, das muss allen gehören. Genau wie diese Ölscheichs, die sich da, das gehört denen gar nicht. Es ist zufällig, dass sie da hineingeboren wurden, ne? Aber